Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias und es freut mich, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Ja, ich bin mal wieder im Allgäu unterwegs und habe mir für heute einen kleinen Gipfel rausgesucht. Heute soll es gehen auf den Wächter des Allgäus, den Hausberg von Sonthofen, also auf den Gründen. Ja, 1738 Meter hat der Berg. Und ja, ich bin dabei nicht alleine unterwegs, habe heute wieder meine Tante, die Beate, mit dabei. Ja, mit anderen Worten, ihr kriegt heute auch viel von der Beate zu sehen, von mir dann ein bisschen weniger, weil ich dann schlicht und einfach die Kamera führe. Ja, und dann gucken wir mal, wie das so wird. Und dann würde ich doch sagen, ja, wenn ihr wissen wollt, wie wir jetzt auf den Berg hochkommen und von da auch wieder runter, bleibt dran. Ja, und dann schauen wir uns das Ganze mal gemeinsam an. Auch von mir ein Hallo und viel Spaß beim Zuschauen. Los ging es für die beiden am Parkplatz Kammereck und wie es sich für eine Bergtour gehört, ging es erst einmal wieder nur in eine Richtung: bergauf. In diesem Fall auch besonders kräftezehrend, da es auf direktem Weg dem Gipfel entgegenging. Sanft ansteigende Serpentinen waren den beiden nicht vergönnt. Auch wenn der steile Anstieg und das Premiumwetter sehr schweißtreibend waren, für die geniale Aussicht vom Gründen nahmen sie die Strapazen freudig in Kauf. Nach einer längeren Schotterpiste kamen sie nun doch, die Serpentinen. Hier durften die beiden nun ein Stück weit relativ entspannt einige Höhenmeter machen, bevor es an die unvermeidliche Schlusskraxelei ging. Und ja, auch viele andere Leute hatten an diesem Tag wohl die gleiche Idee. Es war sehr viel Betrieb auf den Wanderwegen. Da hatten die beiden berechtigte Befürchtungen, was die Situation am Gipfel betraf. Und da kam er in Sicht, der Gipfel. Und die Befürchtungen wurden bestätigt. Der Gipfel war ziemlich voll. So, da ist es geschafft. Der Gipfel des Gründen. Und wie ihr seht, hier oben steppt der Bär wie auf der Strecke. Naja, kurze Gipfelpause und dann geht's wieder runter. Hier seht ihr übrigens wieder die Nagelflughette, welche Tobi und ich kurz zuvor erwandert hatten. Nach dem Genuss der Aussicht ging es zunächst ein Stück weit dem Hinweg folgend wieder bergab. Stau am Gipfel inklusive.
Hier seht ihr die Wegkreuzung, an welcher Beate und Tobi zuvor den Berg hinaufgekommen waren. Hier geht's zum Gipfel und hier geht die Tour der beiden weiter bergab. Der Wanderweg führte Beate und Tobi heute streckenweise durch das ehemalige Skigebiet am Gründen, welches mittlerweile leider geschlossen ist. Glücklicherweise nicht geschlossen hatte die Höfleralb, welche auch gleich zur Einkehr genutzt wurde. Frisch gestärkt ging es dann auf die letzten Meter zurück zum Parkplatz Kammereck. Wo genau die beiden unterwegs waren, wollt ihr wissen? Hier liegen die Städte Sonthofen und Immenstadt, hier die Gemeinde Burgberg und hier der Gründen. Etwas näher herangezoomt stellt sich die Wanderung so dar. Start am Kammereck und direkter Aufstieg zum Gipfel. Bergab ging es dann durch das alte Skigebiet und an der Höfleralb wieder zurück zum Parkplatz. Ja, da haben wir es fast geschafft. Der Gründen wurde erfolgreich bestiegen. Das heißt, hier oben waren wir eben noch gewesen. Es war eine schicke kleine Tour. Schwierigkeitsgrad war, glaube ich, auf der Homepage mit Mittel angegeben. Ja, es kommt hin. Man hat doch schon am Anfang recht viele Höhenmeter bergauf auf relativ wenig Kilometer. Und oben auch noch so ein bisschen Kraxelei und seilversichert so ein bisschen was dabei. Ja, von allem etwas. Und ja, auch der Abstieg war dann auch ganz schick gewesen, auch sehr abwechslungsreich. Auch hier von Asphaltweg über schmalem Wald war dann auch nochmal alles mit dabei. Genau, die Tour als solche habe ich online auf der Homepage von hier gefunden gehabt. Die verlinke ich euch natürlich unten auch. Heißt, Beschilderung gab es keine, der ihr folgen müsst. Also einfach GPX-Datei runterladen und ja, dann loslegen. Was man noch erwähnen muss, die Tour ist sehr gut besucht. Also gerade oben Richtung Gipfel, da steppt der Bär, da sind sehr, sehr viele Leute auch unterwegs. Ja, muss man halt oder sollte man vorher wissen. Wer jetzt lieber wandern will, ohne dass einem viele Leute über den Weg laufen, sollte vielleicht nicht unbedingt diese Tour wählen. Ansonsten, sie macht Spaß, sie hat Einkehrmöglichkeiten, sie ist abwechslungsreich. Die Aussichten hier vorne sind mega, also das macht richtig Laune. Ja, also war auf jeden Fall für uns eine sehr schöne Wanderung. Gut, und dann würde ich sagen, war es das soweit wieder von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen, uns zu begleiten. Ja, euch wie immer viel Spaß beim Wandern und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.